Carlo, freut mich wirklich ausnehmend, heute mit dir zu sprechen. Du hast ja fast 2 Jahrzehnte aktiv Spitzensport, Leistungssport betrieben und warst in der absoluten Weltspitze. Und deine Bilanz ist einfach eindrucksvoll. Teilnahme an 3 Olympischen Sommerspielen, 80 und 84 in LA und 88 in Seoul. Du bist dreifacher Weltrekordler. Du bist die 2,42 gesprungen, zum Beispiel in 1988 in Berlin. Und das ist eigentlich nur einmal übertroffen worden von dem Herrn Sotomayor, ein Jahr später, der hat 2,43 gesprungen. Aber du bist immer noch Europa-Weltrekordler damit. Da gleich die erste Frage. Wieso eigentlich hat dieser Weltrekord immer noch Bestand? Es ist nicht mehr leider Weltrekord, es ist leider nur noch Europarekord. Europarekord. Ist ja nicht schlimm. Es ist Ja. dieser eine Zentimeter ist eine Marginalie. Ja. Der hat noch Bestand, weil er erstmal sehr hoch ist. Das ist einfach der Clou dabei, dass ich das schon geschafft habe, vor 30 Jahren eben solche Höhen zu sprengen, die es Gott sei Dank für die anderen Leute sehr schwer gemacht haben, diese Höhen zu übertreffen. Außer Sotomayor, das ist immer noch ärgerlich, dass der einen Zentimeter höher gesprungen ist. Aber das beweist nur die Nachhaltigkeit des Trainings, was ich gemacht habe damals, was wir eigentlich in der ganzen europäischen, in der Weltspitze damals gemacht haben. Wir haben uns gegenseitig inspiriert, haben uns, oftmals wird ja gesagt, dass so Konkurrenzkampf möglicherweise auch hemmend sein kann. Bei uns hat es das Gegenteil bewirkt. Wir haben uns angespornt, jeder wollte als erster 2,40 springen und auch das ist mir Gott sei Dank als Ersten gelungen. Und es hat schon Spaß gemacht, wenn man dann eben in so einem Wahn ist, da sich gegenseitig zu überbieten und Dinge noch besser zu machen. Und gerade als Leistungssportler hast du ja nur einen bedingten Zeitrahmen zur Verfügung, um den so sinnvoll und maximal wie möglich auszunutzen. Das war damals die Kunst, die wir ganz gut hinbekommen haben. Und diese Kunst gibt es heute in der Form nicht mehr? Offensichtlich nicht. Also ich trainiere ja seit einigen Jahren sehr viel mit Tennisspielern auch und da merkt man manchmal schon, dass die letztendliche Bereitschaft, alles zu geben, die ist manchmal nicht so da, wie sie bei uns da war. Und die brauchst du natürlich, um absolute Weltspitze zu werden. Wenn du da nicht wirklich deine Seele auf den Tisch legst, wird das nicht zur Gänze funktionieren. Das ist leider so. Da kommen wir gleich noch drauf. Bilanz weiter, bist amtierender Europarekordhalter, amtierender deutscher Rekordhalter, 16-facher deutscher Meister, Hallen-Europameister. Und selbst nach 25 Jahren nach deinem Karriereende springst du ja weiter Weltrekorde. Du hast 3 Weltrekorde, den letzten, glaube ich, 2013 in Eberstadt mit 1,90. Willst du noch mehr springen als die 1,90? Ich überlege gerade, ehrlich gesagt, ob ich nochmal die 2 Meter angreifen möchte. Die 1,90 war erstmal der Weltrekord, war 1,84 in meiner Altersklasse, M55, und das fand ich einfach zu niedrig. Und ich war hier im Stadion, habe mir das angeguckt, habe eine Hochspringanlage aufgebaut, wie 1,84 aussieht. Und nach 20 Jahren nicht springen war das dann relativ hoch. Dann habe ich aber die Latte auf 2,42 gelegt und dann hat sich die 1,84 sehr schnell relativiert. Und es war klar, das sollte machbar sein. Und es hat Spaß gemacht, einfach mal wieder so zielgerichtet zu trainieren. Und Weltrekorde waren immer mein Ding. Und dann habe ich noch eine schöne Vereinbarung mit Novartis gemacht. Die haben ein Produkt, das nennt sich Voltaren. Und die haben den Werbeslogan, wieder Lust auf Bewegung, auch wenn man etwas älter wird. Und das war eine wunderbare Symbiose. Okay. Heutzutage bist du Fitness- und Motivationscoach, unter anderem für das Deutsche Davis Cup Team. Du bist natürlich auch Sportcoach, Business Coach. In dem Zusammenhang arbeiten wir ja auch zusammen. Das heißt, du hast natürlich ein unheimliches Wissen über nachhaltiges Trainieren, über Disziplin, über Erfolgsorientierung. Und da möchte ich ganz gerne mal mit dir heute sprechen, und ich möchte eigentlich anfangen mit dem Aspekt der mentalen Stärke. Und da die Frage, wie erreicht man eigentlich eine mentale Stärke? Es gibt sicherlich unterschiedliche Wege, mentale Stärke zu erreichen. Für mich ist der sinnvollste Weg, auch übertragbar, glaube ich, in die Berufswelt. Als Leistungssportler hast du die Pflicht, in Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf alles so sinnvoll, wahrhaftig, mit dem größten psychischen Einsatz zu machen und logischerweise auch mit dem größten daraus folgenden physischen Einsatz, sodass du ein Gesamtmosaik erstellst und dir dann, wenn du weißt, du hast alles für diesen Tag getan, dann hast du automatisch diese mentale Stärke. Wenn du einige wichtige Dinge außer Acht lässt, weil du mal müde bist, weil du dich mal nicht so gut fühlst, weil du auch mal keine Lust hast, dann werden kleine Marginalien nicht vorhanden sein, die du hättest tun sollen, und es gibt dir nur eine kleine Unsicherheit,
die aber nicht ausreicht, um eine 100%ige mentale Stärke zu rekrutieren. Und insofern hast du dann wiederum nicht die Möglichkeit, alles geben zu können, weil du im Hinterkopf weißt, du hast nicht alles dafür getan und dann kann es passieren, dass du scheiterst. Du sprichst ja immer von einem Gesamtmosaik, wo mentale Stärke ein Mosaikstein ist, und du sprichst immer von der Symbiose zwischen der psychischen und der physischen Stärke. Was sind denn so die entscheidenden Faktoren neben der mentalen Stärke, die sich in dieses Gesamtmosaik zwingend einfügen müssen, so als Hauptbild? Das Hauptbild kann man vielleicht an einer kleinen Metapher deutlich machen. Ich kann trainieren und ich kann trainieren, oder ich kann arbeiten und ich kann arbeiten. Die Arbeit unterscheidet sich, oder das Training unterscheidet sich insofern, dass ich jede Bewegung, die ich mir im Training vorgenommen habe, jede Übung, die ich mir im Training vorgenommen habe, so mache, als wenn es ein Wettkampf wäre, so wettkampfnah wie möglich, mit der größtmöglichen Akkuratesse, mit der größtmöglichen Hingabe. Also ein simulierter Wettkampf. Training ist nichts anderes als simulierter Wettkampf. Und da muss ich immer im submaximalen Bereich arbeiten, dass ich auch in der Stresssituation eben das dann umsetzen kann. Und wenn ich auch einige Trainingseinheiten in einer mittelfristigen Vorbereitung lapidar mache, in dem Grundwissen, ja, ich habe ja morgen noch mal einen Tag und so weiter, dann vergeude ich Zeit und vergeude sinnvolle Zeit, die ich sehr viel effizienter nutzen könnte. Und das sollte einem Leistungssportler, auch einem Leistungssportler des Alltags eigentlich nicht passieren. Du hast auch mal gesagt, dass es deine Aufgabe ist, mit Trainierenden situativ die Situationen aufzubereiten, die in die Situation reinzustellen, und hast auch gesagt, dass es deine Aufgabe ist, den Spielern, den Trainierenden ein gutes Gefühl zu geben. Das ist ja auch ein Stück diese mentale Stärke, die dort zum Tragen kommt. Wie machst du das? Wie gibst du dieses positive Gefühl? Also erstmal muss man das da individuell bei jedem, mit dem man arbeitet, reinfühlen. Jeder ist nicht gleich behandelbar. Aber der Versuch, auch wichtige Trainingssituationen oder andere Situationen so spielerisch wie möglich darzustellen und umzusetzen, mit einer intrinsischen Freude dann zu flankieren. Das ist die Herausforderung, und wenn einem das ein Stück weit immer besser gelingt, dann ist auch der Effekt, den man letztlich damit erzielt, für den jeweiligen, mit dem man arbeitet, eigentlich sehr viel höher. Okay. Also Arbeit als was Schönes erscheinen zu lassen, auch 100, also Tempoläufe jetzt 300 Meter in einer gewissen Zeit, das ist jetzt nicht wirklich so lustig. Aber die dann zu kombinieren mit witzigen Geschichten, die man erzählt, wenn du jetzt die Zeit schaffst, das bedeutet für dich Halbfinale in Melbourne oder in New York und so weiter. Dann so kleine Motivationspunkte immer wieder zu setzen, das lockert das auf und erleichtert einfach die Arbeit. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Den sollte man wirklich mit einem fetten Edding unterstreichen. Ja, das glaube ich auch. Okay. Mit Leidenschaft zum Erfolg ist so ein Stück weit die DNA der Webermann Academy. Wir machen ja gute Leute besser oder gute Leute besser und sehr gut. Was ist denn aus der Sportsicht der Unterschied zwischen gut und sehr gut? Und ich spreche noch nicht von außergewöhnlich. Also das Wort Leidenschaft, wenn man es trennt, bedeutet es schon. Also Leidenschaft schon möglicherweise was Großartiges. Ganz ohne Leid wäre auch nicht die Wahrheit. Ich glaube, gewisses Leid gehört zum Schaffen mit dazu. Es geht nicht nur, dass es alles nett ist. Nur mit Nettigkeiten komme ich im Leben nicht voran und kann auch keine außergewöhnlichen Leistungen erzielen. Der hauptsächliche Unterschied zwischen einem sehr guten, was du übrigens schön formuliert hast, und einem guten Sportler ist der, dass sich der sehr gute, und ich möchte es mal trivial formulieren, sich bei allem, was er tut, mehr Mühe gibt als der Gute. Und auch wenn der Gute möglicherweise talentierter wäre, fehlt ihm dieser Aspekt des Talents, nämlich sich noch mehr Mühe zu geben, um sein Talent zur Gänze auszuschöpfen. Wenn er das nicht tut, hat er nicht das allumfassende Talent. Okay. Du hattest mal gesagt, um außergewöhnlich gut zu werden, musst du außergewöhnliche Dinge tun, und du hast noch hinzugefügt, glauben Sie mir, es geht nur so, nur über außergewöhnliche Dinge. Jetzt sind wir ja heute in der Allianz Arena beim FC Bayern.
der ja eigentlich ein glorreiches Beispiel dafür ist, wie man außergewöhnliche Dinge über eine sehr, sehr lange Zeit, über Jahrzehnte eigentlich schon, tun kann. Die sind ja wirklich, haben einen jahrzehntelangen Lauf, im Marathon würde man sagen, ein Runners High. Wie schafft man es eigentlich, außergewöhnlich gut zu werden und das über eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, so wie der FC Bayern, dann auch durchzuhalten? Ja gut, nur mit den besten Leuten geht es logischerweise. Und die haben die besten Leute mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und all den anderen Leuten, die mit zusammenarbeiten. Absolut, ja. Die beiden Erstgenannten haben die Fähigkeit, eben auch diese Leute mit einzubinden, die mit dieser Motivation, mit dieser Hingabe zu versorgen, die für den Verein haben, die Jungs. Und daraus kann eben über Jahrzehnte eben sowas entstehen, was beim FC Bayern entstanden ist. Und wir haben es ja jetzt die letzten Wochen wieder gesehen, immer wenn es drauf ankommt, und das ist ja das Entscheidende im Sport, auch in anderen Bereichen des Lebens, immer wenn es drauf ankommt, sind die Jungs da. Absolut. Und das schaffen die ganzen, die zusammenhalten, auch sehr gut. Und die ganzen Mitarbeiter, nicht nur Uli Hoeneß, nicht nur Karl-Heinz Rummenigge, nicht nur Ancelotti, sondern alle, die damit involviert sind, schaffen es, dieses Gefühl zu transportieren auf die Spieler und die das dann tatsächlich umsetzen können. Ja. Jetzt würde ich ganz gerne mal in die Welt der Wirtschaft reingehen, aber vorher möchte ich noch mal verstehen, was siehst du eigentlich den Unterschied zwischen einem Einzelsportler, der du ja warst, als Hochspringer, und einem Teamsportler, also zum Beispiel von der Fußballmannschaft? Weil wenn wir in die Unternehmen schauen, da sind ja eigentlich immer die Teams ausschlaggebend. Wie würdest du jemand antworten, der sagt, ja, jetzt kommen Sie zu mir ins Unternehmen, waren aber ein Einzelkämpfer, gar kein Teamplayer? Wie würdest du da den Unterschied fassen, respektive spielt es überhaupt eine Bewandtnis? Es gibt ja viele Individualisten auch bei einem Fußballteam. Bei einem außergewöhnlichen Team FC Bayern ist ja jetzt Robben jetzt nicht per se der Teamplayer schlechthin. Das ist jetzt gar nicht negierend gemeint. Aber der macht ja mit seiner Individualität, hilft er der Mannschaft auf eine ganz besondere Art und Weise. Und die Aufgabe einer Firma beispielsweise, du wolltest ja die Analogie haben zu einem Business Case, die Analogie ist einfach, die Individualität so zu integrieren in die Gesamtheit, was eben ein Team braucht, damit daraus eben eine außergewöhnliche Leistung resultiert. Und das ist mit einer sinnvollen Kommunikation machbar. Okay. Jetzt nehmen wir mal den Transfer in die Businesswelt. Was kann denn allgemein gesprochen die Wirtschaft von der Welt des Sports lernen? Noch mehr der Wille, es immer noch besser machen zu wollen. Am nächsten Tag besser als am Tag vorher und so weiter. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung und einfach die Grundeinstellung eines Leistungssportlers. Das Wort Leistungssportler impliziert ja, dass ich das machen will. Und es gibt ja, im Berufsleben gibt es ja einige Leistungssportler des Jobs, nenne ich sie mal, die das machen. Aber wenn dann noch einige mehr in die Richtung von diesen Leistungssportlern, die es vorleben, kommen könnten, dass die Verantwortung derjenigen, der Geschäftsführer, der Teamleiter und so weiter, eben dieses Feuer weiterzugeben an ihre Mitarbeiter, um bei ihnen noch mehr intrinsische Motivation zu rekrutieren. Okay. Gehen wir mal auf ein konkretes Beispiel drauf ein. Stellen wir uns mal einen Vertriebsprofi vor, der jetzt einen sehr langen Sales Cycle hat. Ein ganz großer Deal, vielleicht 7-stellig, sehr strategisch. Und auf den Vertriebsprofi kommt es jetzt an, den gesamten Sales Cycle und beim Pitch, möglicherweise bei einer Vorstandspräsentation, wo sich entscheidet, kriegt er diesen großen Vertrag oder kriegt er ihn nicht. Da ist ja oftmals die Angst im Spiel, wenn ich jetzt versage, dann ist alles aus, mehr oder weniger. Wie kann man denn einem solchen Vertriebsprofi auch jetzt wieder mit der Analogie aus der Sportwelt helfen, mit dieser Angst umzugehen und trotzdem außergewöhnlich gut und erfolgreich zu sein? Also Angst ist ja erstmal nichts Negatives. Die Evolution hat uns ja Angst aus gewissen Gründen mitgegeben. Wir sollen damit nur sinnvoll umgehen. Angst in Respekt verwandeln, in der Vorbereitung auf diesen Pitch, wie du ihn genannt hast, so akribisch und so sinnvoll zu arbeiten. Nur das gestattet mir dann beim Pitch selbst, diese Leichtigkeit zu haben, die es bedarf, dann diesen Pitch auch zu gewinnen. Wenn ich auch da nur, was ich vorhin gesagt habe, in der Vorbereitung Dinge außer Acht lasse, bin ich nicht hundertprozentig fit
für diesen Pitch. Also wäre es ja sehr sträflich und ziemlich dusselig, bei so einer Wertigkeit nicht alles dafür zu tun und es nicht so sinnvoll, und ich muss das Wort nochmal nennen, so wahrhaftig wie möglich, die Vorbereitung und kongruent vor allen Dingen auch nach meinem Plan das durchzuziehen, um dann eben reüssieren zu können und das Ding zu gewinnen. Und glaubt mir, es ist viel schöner zu gewinnen als zu verlieren. Absolut. Ich bedanke mich für dieses außergewöhnlich gute Interview. Vielen Dank. Danke.